Nietzsches Konzept des Übermenschen ist eines der zentralsten und zugleich kontroversesten Elemente seiner Philosophie. Ihm gegenüber steht der letzte Mensch. Die beiden Figuren repräsentieren gegensätzliche Entwicklungsrichtungen der Menschheit. Der Übermensch, das Streben nach Selbstüberwindung und Einzigartigkeit, der letzte Mensch, Stagnation und Mittelmäßigkeit. Was Nietzsche unter letztem Menschen und Übermenschen versteht und wie der Mensch zum Übermenschen wird, erfährst du in diesem Video. Nietzsches Philosophie entsteht in einer Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Umwälzungen. Mit dem Fortschreiten der Industrialisierung, den wissenschaftlichen Entdeckungen und dem Aufkommen des Sozialismus beginnt der Glaube an traditionelle religiöse und moralische Werte zu bröckeln. Nietzsche formuliert dies mit dem berühmten Satz: Gott ist tot. Der Verlust des Glaubens an allgemeingültige Werte und eine transzendente Ordnung führt zu einer tiefen Sinnkrise. Während das Volk das Glück hier und jetzt fordert, betrachtet Nietzsche das Streben nach kollektivem Glück als Schwäche, die die menschliche Entwicklung hemmt. Im Utilitarismus, welcher das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl propagiert, sieht er eine Bedrohung von individueller Größe und Kreativität. Den Sozialismus hält er für eine säkularisierte Fortsetzung der christlichen Sklavenmoral, die Gleichheit über individuelle Stärke stellt. Nietzsche kritisiert die Tendenz moderner Gesellschaften, Mittelmäßigkeit zu glorifizieren und alles Außergewöhnliche zu zermahlen. Kein Hirt und eine Herde, jeder will das Gleiche, jeder ist gleich. Wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus. Der letzte Mensch ist Nietzsches Warnung vor einer Menschheit, die in Komfort und Konformität erstarrt. Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern? So fragt der letzte Mensch und blinzelt. Die Erde ist klein geworden und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht. Der letzte Mensch ist stolz auf seine Zugehörigkeit zu Gruppen, sei es Nationalität, Religion oder politische Gesinnung, und lehnt alles ab, was über ihn hinausgeht. Er reduziert sich auf ein einziges Merkmal, opfert seine Individualität und fürchtet Risiken oder Veränderungen. Der letzte Mensch ist der kleinste der Menschen, der verächtlichste Mensch, der sich selber nicht mehr verachten kann. Er verharrt in einer flachen Existenz, ohne nach Höherem zu streben. Nietzsche sieht im letzten Menschen die Folge eines Fortschrittdenkens, das darauf abzielt, das Leben leichter zu machen, aber nicht höher. Er ist ein Produkt der modernen Zivilisation, die natürliche Instinkte durch Konformismus und Bequemlichkeit ersetzt. Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht, aber man ehrt die Gesundheit. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln. Glück bedeutet für ihn, dass seine grundlegenden Bedürfnisse erfüllt sind. Der letzte Mensch gibt sich mit einem gewöhnlichen Leben ohne Höhen und Tiefen zufrieden. Er symbolisiert eine Menschheit, die aufgehört hat zu werden, aufgehört hat, sich zu entwickeln, aufgehört hat, nach Höherem zu streben. Sein Leben hat weder Sinn noch höhere Bestimmung. Jede Anstrengung, jedes Streben nach mehr, alles Außergewöhnliche ist ihm zu viel. Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben, denn man braucht Wärme. Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung, aber man sorgt, dass die Unterhaltung nicht angreife. Man wird nicht mehr arm und reich, beides ist zu beschwerlich. Wer will noch regieren, wer noch gehorchen, beides ist zu beschwerlich. Der letzte Mensch steht für den Niedergang der Moderne, in der Mittelmäßigkeit zur Norm wird. Gegen diese Entwicklung setzt Nietzsche sein Ideal des Übermenschen, der sich von kollektiven Normen emanzipiert und neue Werte schafft. Der Übermensch ist das Gegenteil des letzten Menschen. Er ist kein biologisches Wesen, das den Menschen in einer darwinistischen Evolution ablöst, sondern ein Ideal der Selbstüberwindung, schöpferischen Freiheit und Einzigartigkeit. Nietzsche definiert ihn in Ecce Homo als ein Typus höchster Wohlgeratenheit im Gegensatz zu modernen Menschen, zu guten Menschen, zu Christen und anderen Nihilisten. Der Übermensch verkörpert eine Natur, die dem Göttlichen gleichkommt, indem er die Qualitäten, die der Mensch einst auf Gott projizierte, Stärke, Weisheit, Schöpferkraft, in sich selbst verwirklicht. Entscheidend ist, dass es nicht den Übermenschen gibt, sondern nur individuelle Übermenschen, die jeweils einzigartig sind. Schon in den 1870er Jahren, lange vor der Veröffentlichung des Zarathustra, formuliert Nietzsche den Gedanken, dass das Leben bzw. die Menschheit nur durch die seltensten Typen von Menschen gerechtfertigt werden kann. Für Nietzsche verfehlt die Verwandlung, Verbesserung oder Rettung der gesamten Spezies Mensch das Ziel.
Deshalb lehnt er politische, religiöse oder philosophische Theorien ab, die dieses Ziel verfolgen. Das Ziel des Lebens und der Menschheit liegt nur in den höchsten Individuen. Dieses Ideal, dieses Ziel verkörpert der Übermensch. Der Übermensch lehnt kollektive Normen und die Sklavenmoral ab, die Gleichheit über Stärke stellt. Er tanzt sich frei von den giftigen Taranteln, wie Nietzsche die Prediger der Gleichheit nennt, und schafft neue Werte. Seine Ethik ist nicht menschlich, sondern übermenschlich, dass sie nicht nur die Potenziale des Menschen, sondern des Lebens selbst verwirklichen will. Der Übermensch ist der Sinn der Erde, weil er der Menschheit ein Ziel gibt, das sie selbst erschafft. Der Übermensch ist ein Ideal, keine historische Persönlichkeit, die wirklich existiert hat. Nietzsche schreibt: Niemals noch gab es einen Übermenschen. Nackt sah ich beide, den größten und den kleinsten Menschen. Allzu ähnlich sind sie noch einander. Wahrlich, auch den größten fand ich allzu menschlich. Selbst Figuren, die Nietzsche bewunderte, Cäsar, Napoleon, Goethe, Heraklit, waren immer noch menschlich, allzu menschlich. Zwar kann das Modell einiger außergewöhnlicher Menschen, die in einer bestimmten Gesellschaft auftauchen, als eine Art Blaupause des Übermenschen dienen. Doch der Übermensch steht als ideales Individuum unendlich jenseits von allem Menschlichen. Er bleibt im Bereich des Potenzials, in der Zukunft. Der Übermensch ist ein Ideal, nach dem wir streben, ein unendlicher Maßstab, an dem wir uns messen können. Er ist kein statisches Wesen, sondern ein dynamisches Ideal, das durch unablässiges Schaffen und Überwinden definiert wird. Er ersetzt die Idee Gottes und hilft, den Nihilismus zu überwinden. Einst sagte man Gott, wenn man auf ferne Meere blickte, nun aber lehrte ich euch sagen, Übermensch. Nach dem Tod Gottes ist die metaphysische Welt verschwunden. Es gibt keine absoluten Werte mehr, für die wir leben können und die uns Bedeutung geben. Doch der Nihilismus ist für Nietzsche keine Katastrophe, sondern ein Ausgangspunkt für Neues, eine Gelegenheit. Er macht Raum für eine neue Orientierung, eine neue Perspektive, die sich um ein neues Bild und Ideal dreht, einen neuen ewigen Wert, den Übermenschen. Der Tod Gottes, der Verlust absoluter Wahrheiten und Werte, ist die Voraussetzung für die Existenz des Übermenschen. Wenn Gott tot ist, soll der Übermensch leben. Der Übermensch verwandelt den Nihilismus durch schöpferisches Handeln in eine neue Wirklichkeit. Was wäre denn zu schaffen, wenn Götter da wären? Fragt Nietzsche in Ecce Homo. Der Übermensch bietet uns ein neues Ideal, in dem wir Bedeutung finden, ein Ideal, das jenseits unseres aktuellen Seinszustands liegt. Doch anders als im Christentum geht es nicht um das Erreichen eines festen Ziels. Es geht nicht um Seelenfrieden oder ewige Glückseligkeit, sondern um ständige Selbstüberwindung, um ständige Veränderung, um ständiges Schaffen und Werden. Der Übermensch ist das neue Ideal in einer Welt des Werdens und der Veränderung. Nietzsche verwendet in Also sprach Zarathustra 2 Bilder, um zu veranschaulichen, wie der Mensch zum Übermenschen werden kann. Das erste Bild beschreibt den Menschen als ein Seil zwischen Tier und Übermensch. Der Mensch ist eine Übergangsfigur, die zwischen Tier und Übermensch steht. In Also sprach Zarathustra heißt es: Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrunde, ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf dem Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern und Stehenbleiben. Das Tier repräsentiert die vorzivilisatorische, instinktive, natürliche und unreflektierte Existenz des Menschen. Nietzsche schreibt: Einst wart ihr Affen und auch jetzt ist der Mensch mehr Affe als irgendein Affe. Es symbolisiert eine ursprüngliche Lebenskraft, die zwar authentisch, aber durch Bewusstsein und Kultur überholt ist. Der Übermensch hingegen steht für eine idealisierte Zukunftsvision, in der der Mensch seine schöpferische Kraft entfaltet, neue Werte schafft und das Leben in seiner Gesamtheit bejaht. Der Abgrund unter dem Seil verkörpert die existenzielle Gefahr des Nihilismus, der durch den Tod Gottes und den Verlust traditioneller Werte entsteht. Der Mensch kann in Nihilismus und Sinnlosigkeit stürzen oder der Versuchung erliegen, in die Mittelmäßigkeit des letzten Menschen zu verfallen, der alles klein macht. Er bewegt sich auf einem schmalen, gefährlichen Pfad. Während das Tier ein natürlicher Ausgangspunkt mit Entwicklungspotenzial ist, stellt der letzte Mensch eine Sackgasse dar. Das Seil symbolisiert die Spannung und Fragilität dieses Übergangs. Der Mensch balanciert zwischen Rückfall in die Stagnation des letzten Menschen und dem mutigen Streben nach der Selbstüberwindung des Übermenschen.
Die Gefahren des Zurückblickens, Stehenbleibens oder Schauderns verdeutlichen, dass dieser Weg Risiken birgt, sei es die Nostalgie nach alten Werten, die Angst vor Verantwortung oder die Verlockung des Komforts. Nietzsche betont die prekäre, aber dynamische Natur des menschlichen Daseins, das stets nach Selbstüberwindung streben muss. Mensch ist man laut Nietzsche nur durch aktives Handeln. Menschsein bedeutet werden. Der Mensch ist somit kein Ziel, sondern eine Brücke, die über den Abgrund hinweg zu neuen Möglichkeiten führt. Er ist weder Ebenbild Gottes noch vernünftiges Tier. Ohne Überwindung droht der Mensch zum Affen zu werden. Wie der Affe für den Menschen eine schmerzliche Scham ist, so auch der Mensch für den Übermenschen. Menschsein ist mit Selbstüberwindung verbunden. Der Mensch ist eigentlich Mensch nur in dem Augenblick, in dem er sich überwindet. Nur durch aktives Handeln wird der Mensch zur Brücke zu neuen Möglichkeiten. Das zweite Bild, das Nietzsche verwendet, ist das Bild von den 3 Verwandlungen. Nietzsche beschreibt den Weg zum Übermenschen in Also sprach Zarathustra durch die Metapher der 3 Verwandlungen, Kamel, Löwe und Kind. Diese Stadien symbolisieren die Entwicklung des Geistes hin zum Übermenschen. In der ersten Phase trägt der Mensch die Last der Traditionen, Moralvorstellungen und gesellschaftlichen Erwartungen. Wie ein Kamel, das schwere Lasten trägt, ist er stark genug, alle Widersprüche des Daseins auszuhalten. Dies ist eine Phase der Disziplin und des Gehorsams, aber auch der Vorbereitung auf die Befreiung. Der Geist verwandelt sich zum Löwen, der sich von fremden Geboten befreit. Der Löwe sagt Nein zu den Du sollst Vorschriften und zerstört alte Werte. Er handelt aus eigenem Willen, ist aber noch nicht in der Lage, neue Werte zu schaffen. Diese Phase steht für Rebellion und die Eroberung der Freiheit. Schließlich wird der Geist zum Kind, das für Unschuld, Neubeginn und Schöpferkraft steht. Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginn, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja-Sagen, schreibt Nietzsche. Das Kind schafft neue Werte aus einem unbelasteten Blick auf die Welt und verkörpert die höchste Form der Kreativität und Lebensbejahung. Diese Verwandlungen verdeutlichen, dass der Weg zum Übermenschen ein Prozess der Selbstüberwindung ist, der Chaos, Rebellion und schließlich schöpferische Freiheit erfordert. Für Nietzsche ist der wahre Charakter des Lebens das Werden. Das Leben zu lieben bedeutet, das Werden zu lieben und anzunehmen. Der Mensch ist nicht endgültig, sondern dynamisch. Als lebendiges Wesen, als Teil des Lebens sind wir immer in Bewegung. Wir wachsen, wir werden. Es geht daher nicht um die Frage, wer wir sein möchten, sondern in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Für Nietzsche sind wir dynamische Werdende, die nicht durch eine Essenz oder einen Zustand definiert sind, sondern durch das, was wir hervorbringen. Nietzsches Ideal ist nicht ewige Glückseligkeit, sondern ewige Wiederkehr. Es gibt keine Ruhe im Jenseits, nur ewiges Werden. Das Ideal des Übermenschen fordert uns dazu heraus, uns ständig selbst zu überwinden, über uns hinauszuwachsen und Neues zu schaffen. Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, um ihn zu überwinden? Schreibt Nietzsche im Zarathustra. Im Gegensatz zum letzten Menschen, der seine Komplexität auf eine einzige Identität reduziert, vereint der Übermensch widersprüchliche Triebe in einer neuen, höheren Einheit. Er akzeptiert sein inneres Chaos als Ausdruck des Willens zur Macht und verwandelt es in schöpferische Energie. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können, schreibt Nietzsche im Zarathustra. Innere Widersprüche und schöpferische Unordnung sind notwendige Voraussetzungen für die Entstehung von etwas Neuem und Großem. In Ecce Homo beschreibt Nietzsche Zarathustra als jemanden, der den großen Ekel am Menschen überwunden hat, indem er ihn als einen hässlichen Stein sieht, der einen Bildhauer braucht. Der Übermensch steht für ständiges Gestalten, nur so kann er die große Müdigkeit fernhalten, die im Nicht mehr wollen und nicht mehr schätzen und nicht mehr schaffen besteht. Schaffen wiederum ist für Nietzsche immer mit Leiden verbunden. Leiden ist ein Mittel zum Zweck, es ist ein Werkzeug unseres Willens, das uns motiviert, Neues zu schaffen. Wir müssen untergehen, um Platz für etwas Neues, Größeres zu machen. Glück behindert die Selbstüberwindung. Nietzsche schreibt: Was ist das Größte, das ihr erleben könnt? Das ist die Stunde der großen Verachtung.
Die Stunde, in der euch auch euer Glück zum Ekel wird und ebenso eure Vernunft und eure Tugend. Die Stunde, wo ihr sagt, was liegt an meinem Glücke? Es ist Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen. Der Mensch muss sich verachten, um untergehen und Raum für Neues schaffen zu können. Glück im Sinne von Selbstzufriedenheit steht der Selbstüberwindung im Wege. Wahre Transformation erfordert eine große Verachtung des aktuellen Zustands, einschließlich des eigenen Glücks, der eigenen Vernunft, der eigenen Tugend. Wenn Glück, Vernunft und Tugend der Verwandlung in etwas Besseres und Größeres im Wege stehen, dienen sie nicht dem Leben. Denn Leben ist Veränderung und Werden, nicht Stagnation. Nietzsche lobt daher diejenigen Menschen, die bereit sind, kraftvoll und gefährlich zu leben und dabei akzeptieren, dass sie eines Tages untergehen werden. Sie bereiten bewusst den Weg für etwas Größeres als sie selbst vor. Nietzsches Philosophie des Werdens und des Überwindens steht in direktem Gegensatz zur Selbsterhaltung. Es geht nicht darum, den Menschen zu erhalten, sondern ihn zu überwinden. Lebensbejahung bedeutet bei Nietzsche auch die Grausamkeit und Tragik des Daseins, ja sogar den eigenen Untergang zu bejahen. Das Konzept des Übermenschen ist nicht unproblematisch und wurde vielfach missverstanden. Einer der dunkelsten Punkte in seiner Rezeption ist die Instrumentalisierung durch den Nationalsozialismus, der Nietzsches Ideen für die Ideologie der Herrenrasse missbrauchte. Diese Verzerrung steht jedoch im Widerspruch zu Nietzsches Intention, da der Übermensch ein individuelles Ideal ist, kein kollektivistisches oder rassistisches Konzept. Nietzsche selbst war ein entschiedener Kritiker des Nationalismus, Kollektivismus und Antisemitismus. Kritiker werfen Nietzsche vor, dass der Übermensch ein elitistisches Konzept sei, das die Masse der Menschen abwehrte. Tatsächlich kontrastiert Nietzsche den Übermenschen mit dem letzten Menschen, den er als Inbegriff der Mittelmäßigkeit beschreibt. Doch dieser Vorwurf übersieht, dass der Übermensch kein real existierendes Wesen oder Dogma, sondern ein regulatives Ideal ist, eine Inspiration, die jeden Menschen auffordert, über sich hinauszuwachsen. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Unklarheit des Konzepts. Nietzsche liefert keine konkrete Anleitung, wie der Übermensch erreicht werden kann, was Raum für Interpretation und Missverständnisse lässt. Gleichzeitig ist diese Offenheit Teil der Stärke des Konzepts. Sie zwingt den Leser dazu, selbst Antworten zu finden. Nietzsches Vision des Übermenschen und des letzten Menschen ist auch heute noch hochaktuell. Für viele Menschen sind Konsum, Sicherheit und Bequemlichkeit wichtiger als individuelle Entwicklung. Soziale Medien verstärken den Drang, sich Gruppenidentitäten anzupassen, anstatt eigene Wege zu gehen und über uns hinauszuwachsen. Gleichzeitig definieren künstliche Intelligenz und biotechnologische Fortschritte die Grenzen des Menschseins neu. Nietzsche fordert uns auf, die Frage nach dem Sinn unseres Daseins aktiv zu gestalten, anstatt sie an Technologie oder Kollektive zu delegieren. Während der letzte Mensch vor der Gefahr der Stagnation warnt, inspiriert der Übermensch uns, konventionelle Denkmuster zu hinterfragen, unser inneres Chaos zu umarmen, unsere Einzigartigkeit zu entfalten und neue Werte zu schaffen. Wenn du deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!